Die Pikten waren das alte Volk Schottlands, das die Geschichte als furchterregende, bemalte Krieger darstellt, vor denen sogar die Römer Angst hatten. Jahrhundertelang waren die Pikten Schottlands größtes Rätsel. Sie verschwanden aus der Geschichte, ihre Sprache ging verloren, ihre Symbole blieben unentziffert. Doch 2023 änderte sich alles. Harte Beweise für die Pikten und ihr Königreich waren schwer zu finden. Nun glaubt ein Archäologenteam, den Sitz piktischer Macht lokalisiert zu haben. Ein einziger DNA-Durchbruch enthüllte nicht nur, wer sie waren, er zerstörte jahrhundertealte Mythen und schockierte Experten weltweit. Wenn der Großteil deiner DNA aus einer Region stammt, denkst du vielleicht zuerst, deine Vorfahren, die Gälen, lebten hier friedlich und wurden von den Wikingern angegriffen. Doch wenn die meiste DNA tatsächlich aus dieser Region kommt, warst du nicht das Opfer, du warst der Angreifer. Was Wissenschaftler in ihren Knochen entdeckten, schrieb die Ursprungsgeschichte Schottlands neu. Und wenn die Pikten gar nicht verloren waren, was haben wir dann noch missverstanden? Das ist keine Folklore mehr, das ist Wissenschaft. Endlich eine Stimme für die Schweigenden. Das verlorene Königreich Alba zwischen 839 und 900 nach Christus. In nur 3 Generationen verschwanden die Pikten aus den schriftlichen Aufzeichnungen. Der letzte eindeutig piktische König, Bridai, Sohn des Ferrat, starb um 842. Nachdem Kenneth MacAlpin 843 die Königreiche vereinte, erwähnen die Chroniken die Pikten nicht mehr. Es wird nur noch von Schotten gesprochen. Dieses Verblassen der Identität geschah in einer Zeit des Chaos. Wikinger plünderten die Küsten Britanniens und Irlands, stürzten Königreiche und zeichneten Grenzen neu. Gleichzeitig wuchs das gälische Reich Dalriada im Westen an Macht. Die Pikten, einst furchtlose Krieger und meisterhafte Baumeister, sahen sich von fremden Invasionen und wechselnden Bündnissen eingekesselt. Chroniken verzeichnen piktische Könige noch bis weit ins 9. Jahrhundert hinein, Gestalten wie Engus II und Breidai III., die über Länder herrschten, die einst Rom selbst getrotzt hatten. Doch dann kam Kenneth MacAlpin, der als erster König der Schotten in Erinnerung blieb. Um 843 vereinte er die Gälen und die verbliebenen piktischen Gebiete unter einer Krone und schuf das Königreich Alba. Ob er die Pikten eroberte, in ihre Linie einheiratete oder ein subtileres Bündnis schmiedete, bleibt unklar. Fest steht, nach seinem Aufstieg sprach die Geschichte nicht mehr von Pikten, sondern nur noch von Schotten. Dieses Schweigen ließ Jahrhunderte von Historikern und Erzählern nach Antworten suchen. Mittelalterliche Schreiber stellten sich die Pikten als verfluchtes Volk vor, ausgelöscht durch Krieg, verschlungen von Seuchen oder von Schicksal bestraft. Spätere Gelehrte boten mildere Erklärungen. Die Pikten seien gar nicht vernichtet worden, sondern von den Gälen absorbiert. Ihre Sprache, Kunst und Bräuche verschmolzen langsam mit dem neuen Gefüge Schottlands. Andere meinten, sie hätten sich über das Land verstreut und nur Echos hinterlassen. Namen in Dörfern, Flüssen und jenen Steinen, die bis heute unentziffert bleiben. Jede Version fügte dem Rätsel eine weitere Schicht hinzu. Wie konnte ein Volk, das Rom trotzte, seine Geschichten in Stein meißelte und mächtige nördliche Reiche beherrschte, einfach verschwinden? Das Rätsel vertieft sich mit ihrer Sprache. Nur Bruchstücke von Namen und Inschriften überdauerten, doch die Sprache selbst verschwand fast über Nacht. Im Gegensatz zu Walisisch, Kornisch oder Gälisch hinterließ sie keine lebenden Nachkommen, keine Gedichte, Gebete oder Lieder, die durch die Zeit getragen wurden. Im Gegensatz zu denen, doch die Sprache selbst verschwand fast über Nacht. Im Gegensatz zu Walisisch, Kornisch oder Gälisch hinterließ sie keine lebenden Nachkommen, keine Gedichte, Gebete oder Lieder, die durch die Zeit getragen wurden. Walisisch überstand Jahrhunderte der Unterdrückung, Irisch-Gälisch erholte sich und erblühte neu, selbst das als ausgestorben geltende Kornisch wurde teilweise wiederbelebt. Piktisch aber hinterließ weniger als 10 lesbare Inschriften. Die sprachliche Auslöschung war nahezu vollständig, ein kulturelles Verschwinden in einem Ausmaß, das in Europa selten ist, als hätte man eine ganze Zivilisation absichtlich aus den Annalen getilgt. Selbst mittelalterliche Schotten kämpften Jahrhunderte später damit, zu erklären, wer die Pikten wirklich waren. Chroniken füllten die Lücke mit Legenden.
Sie stammten von Skythen ab oder von geheimnisvollen Völkern aus dem Osten. Je weniger man wusste, desto mehr wucherten die Mythen. Doch trotz ihres vermeintlichen Verschwindens verblassten die Spuren der Pikten nie ganz. Die Umrisse ihrer Königreiche halfen, die Karte des mittelalterlichen Schottlands zu formen. Ihre kunstvoll gravierten Steine standen weiter dort, wo Menschen lebten, beteten und ihre Toten begruben. Ihre Hügelfestungen, wie Birkhead an der Moray-Küste oder Dundurn in Perthshire, zeichneten sich noch lange stolz gegen den Himmel ab, lange nachdem ihre Erbauer vergessen waren. Es war, als hätten die Pikten selbst sich geweigert, völlig zu verschwinden und mit Stein und Geschichte stille Akte des Widerstands hinterlassen. In dieser Spannung zwischen Verschwinden und bleibender Präsenz liegt vielleicht die Wahrheit. Vielleicht wurden sie nie wirklich ausgelöscht. Vielleicht verwandelten sie sich nur, ihre Identität neugeboren im aufstrebenden Königreich Alba. Ein neues Königreich entstand aus der Verschmelzung alter Völker. Eine kulturelle Fusion, in der die Pikten eine entscheidende, wenn auch oft übersehene Rolle spielten. In dieser Spannung zwischen Verschwinden und bleibender Präsenz liegt vielleicht die Wahrheit. Vielleicht wurden sie nie wirklich ausgelöscht. Vielleicht verwandelten sie sich nur, ihre Identität neugeboren im aufstrebenden Königreich Alba. Ein neues Königreich entstand aus der Verschmelzung alter Völker. Eine kulturelle Fusion, in der die Pikten eine entscheidende, wenn auch oft übersehene Rolle spielten. In dieser Spannung zwischen Verschwinden und bleibender Präsenz liegt vielleicht die Wahrheit. Vielleicht wurden sie nie wirklich ausgelöscht. Vielleicht verwandelten sie sich nur, ihre Identität neugeboren im aufstrebenden Königreich Alba. Ein neues Königreich entstand aus der Verschmelzung alter Völker. Eine kulturelle Fusion, in der die Pikten eine entscheidende, wenn auch oft übersehene Rolle spielten. Die Vermächtnis der Steine. Lang nachdem die Römer sich zurückgezogen hatten und ihre mächtigen Mauern zu Ruinen zerfielen, hinterließen die Pikten etwas weit Beständigeres als jeden Sieg auf dem Schlachtfeld: ihre Steine. Über die schottische Landschaft verstreut stehen diese behauenen Platten schweigend gegen den Wind. Ihre Oberflächen sind mit Symbolen graviert, die fast wie eine Sprache wirken, eine, die wir beinahe greifen können, aber nie vollständig entschlüsseln. Diese Steine sind die einzigen Stimmen, die die Pikten durch die Zeit hallen ließen. Sie sprechen ohne Worte, flüstern Bruchstücke einer Kultur, die sich weigerte, vergessen zu werden. Jahrhundertelang haben Archäologen sie untersucht, um ihren Code zu knacken, doch ihre Bedeutung bleibt eines der großen ungelösten Rätsel Europas. Hunderte dieser Steine existieren, grob in 3 Klassen eingeteilt. Die frühesten, bekannt als Klasse 1, sind unbearbeitete Felsblöcke oder Platten mit einfachen, scharf eingeritzten Symbolen: Zangen, Stäbe, Scheiben und Tiere. Später, in Klasse 2, erscheinen dieselben Symbole neben christlichen Kreuzen in erhabenem Relief. Ein faszinierender Übergang. Eine Zeit, in der die Pikten ihre uralten Traditionen mit dem Einfluss des neuen Glaubens vermischten, der sich in ihren Landen ausbreitete. In Klasse 3 verschwinden die alten Symbole ganz, ersetzt durch vollständige christliche Bildsprache, ein Zeichen, dass etwas einzigartig Piktisches verblasste. Doch es sind die frühesten Steine, die rohen und geheimnisvollen, die die Fantasie am meisten fesseln. Ihre Gravuren sind elegant und rätselhaft zugleich: Halbmonde mit V-Stäben, Doppelscheiben, Z-Formen und das eindringliche Bild des sogenannten piktischen Tieres. Nehmen wir den Halbmond und V-Stab, 2 sich kreuzende Formen, die unzählige Theorien auslösten. Manche sehen darin Mond und Sterne, andere eine Waffe oder ein Statussymbol. Dann gibt es Spiegel und Kamm, Motive, die sich immer wiederholen. Einige Forscher deuten sie als Symbole für Weiblichkeit oder Schönheit, andere als Zeichen für Rang, Abstammung oder soziale Macht. Jede Gravur wirkt absichtlich, zweckgerichtet, doch ihre wahre Bedeutung bleibt knapp außer Reichweite, wie eine Stimme, die leise aus dem Nebel ruft. Und dann das piktische Tier, ein geschwungenes, fast delfinartiges Wesen, das zu keiner bekannten Art gehört. Seine Form ist fließend und fremd, teils Tier, teils Fantasie. Manche halten es für einen stilisierten Wal, andere für einen Drachen. Einige meinen, es sei ein rein mythisches Geschöpf, ein Symbol, dessen Bedeutung wir nicht mehr verstehen können. Jede Deutung formt die Steine zu einer neuen Geschichte, doch keine wurde je zur endgültigen Wahrheit.
Was das Rätsel vertieft, ist die bemerkenswerte Beständigkeit der Gravuren. Dieselben Symbole tauchen auf Steinen auf, die Meilen voneinander entfernt stehen, ein Hinweis darauf, dass die Pikten einem bewussten System folgten, nicht nur künstlerischem Zufall. Viele Forscher glauben, diese Symbole bildeten eine Art Schrift, kein vollständiges Alphabet, sondern ein strukturiertes System, um Namen, Titel oder Botschaften festzuhalten, die für die damaligen Menschen sofort verständlich waren. In den frühen 2000er Jahren zeigte eine statistische Studie frappierende Ähnlichkeiten in Struktur und Wiederholung mit bekannten Schriftsystemen. Für manche war das der lang ersehnte Durchbruch, Beweis für eine verlorene Schriftsprache. Für andere vertiefte es das Rätsel nur noch. Vielleicht schufen die Pikten eine so einzigartige Kommunikationsform, dass kein moderner Schlüssel sie je vollständig öffnen kann. Diese Steine standen nie versteckt in abgelegenen Winkeln. Viele thronten stolz an Kreuzungen, Grenzen oder alten Versammlungsplätzen. Sie waren nicht nur Kunst, sie waren öffentliche Erklärungen, in die Landschaft selbst gemeißelt, stille Denkmäler von Macht, Abstammung und Glauben. Stell dir vor, du wanderst vor 1000 Jahren durch die schottischen Hügel und siehst diese Gravuren bleich gegen den Fels leuchten. Sofort erkennst du, welchen Clan, welchen Anführer oder welche Linie sie verkünden. Für die, die sie schufen, sprachen die Steine klar. Für uns flüstern sie nur in Rätseln. Selbst als das Christentum Schottland eroberte, gaben die Pikten ihre alten Symbole nicht sofort auf. Stattdessen verschmolzen sie mit Kreuzen, eine Verschmelzung alter Traditionen mit neuem Glauben, die Forscher bis heute rätseln lässt. Widerstanden sie dem Wandel? Oder webten sie ihr Erbe einfach in eine sich wandelnde Welt ein? Vielleicht beides. Das Ergebnis war eine einzigartige Fusion, ein visueller Dialog zwischen Glaube und Identität. Kein Zufall, dass einige der prächtigsten piktischen Denkmäler, wie der Stein von Sweno oder die Carvings von Fort Eviot, sowohl christliche Bilder als auch lebendige Kampfszenen von Kriegern zeigen. Diese Steine erzählen Geschichten, teils spirituell, teils politisch, teils für immer verloren. Jahrhundertelang war ihr Schweigen ihre eindrucksvollste Eigenschaft. Jede neue Entdeckung bringt Aufregung und doch mehr Fragen als Antworten. Und genau darin liegt ihre Kraft. Sie erinnern uns. Die Pikten waren kein vergessenes Randvolk eines Imperiums, sondern ein Volk, das seine Präsenz ewig machte, nicht durch Eroberung, sondern durch Stein und Symbol. Sie waren Baumeister, Künstler und Visionäre, die ihre Welt in Zeichen banden, so dauerhaft wie der Fels selbst. Doch dann geschah etwas. Die Symbole hörten auf, als hätte sich eine Tür geschlossen und die Sprache dahinter versiegelt. Dieses plötzliche Schweigen vertiefte das Rätsel noch mehr. Warum endete es so abrupt? Generationen von Historikern ringen mit derselben quälenden Frage. Sind die Pikten selbst verschwunden oder verschwand nur ihre Art, sich zu erinnern? Die Römer treffen auf die bemalten Menschen. Das erste Mal, dass die Geschichte wirklich Notiz von dem Volk nahm, das wir heute Pikten nennen, geschah durch die Augen ihrer Feinde. Der römische Redner Eumenius sprach von wilden, bemalten Männern und Frauen, die in den kalten, ungezähmten Landen des fernen Nordens lebten, jenseits römischer Kontrolle. Der Historiker Cassius Dio beschrieb um 197 nach Christus nördliche Stämme, die ihre Körper mit vielfältigen Mustern und Bildern aller Art von Tieren tätowierten. Das waren keine bloßen Plünderer. Sie waren ein unerbittlicher Dorn im Fleisch römischer Ambitionen in Britannien. Für die Soldaten an der Grenze trug das Wort Picti sowohl Furcht als auch Faszination in sich. Es bedeutete die Bemalten, ein Hinweis auf die Tätowierungen oder Kriegsfarben, die ihre Körper bedeckten. Die Berichte römischer Autoren waren vielleicht übertrieben, dramatische Ausschmückungen, um sie als wild und unzivilisiert im Vergleich zu Roms Ordnungsideal darzustellen. Doch das Bild blieb haften. Die Pikten wurden für immer als die wilden, ungezähmten Krieger des Nordens bekannt. Als der römische General Agricola Ende des 1. Jahrhunderts nach Schottland vorrückte, traf er auf mächtige Stammesbündnisse, die spätere römische Berichte zu einer einzigen Gruppe wilder, bemalter Nordvölker verschwimmen ließen. Die berühmte Schlacht am Mons Graupius um 83 nach Christus wurde von Tacitus als römischer Triumph gefeiert. Doch die Wahrheit vor Ort war weitaus weniger entscheidend. Rom konnte diese nördlichen Lande nie lange halten. Innerhalb von 3 Jahren gaben sie jeden nördlichen Stützpunkt auf.
Der Hadrianswall, Jahrzehnte später errichtet, markierte, wo die römische Expansion endgültig stoppte, nicht der Rand der Macht, sondern ihre Grenze. Jenseits des Walls lag das Land der Pikten. Die Pikten beherrschten den Guerillakrieg. Sie kannten jeden Waldpfad, jeden Bergpass und jeden Sumpf. Kleine Kriegsscharen schlugen aus dem Nebel zu und verschwanden, bevor die Legionen reagieren konnten. Für römische Soldaten, trainiert in offenen Formationen, war das die umgekehrte Kriegsführung. Schnelle Schläge, Verschwinden im Nebel, Rom zum Bluten bringen, ohne dem Imperium je einen echten Sieg zu gönnen. Die Frustration der Legionen spricht klar aus ihren eigenen Aufzeichnungen. Die Pikten leisteten nicht nur Widerstand, sie zermürbten langsam das Selbstvertrauen, eines der größten Reiche der Geschichte. Dennoch finden wir selbst in diesen voreingenommenen römischen Berichten wertvolle Einblicke. Eine Stämmekonföderation, die sich unter Druck vereinte, Anführer, die Armeen sammelten, die eine Supermacht bedrohten, und eine so eigenständige Kultur, dass sie sich weigerte, vergessen zu werden. Am meisten sticht nicht nur ihre Feindseligkeit hervor, sondern ihre Widerstandsfähigkeit. Rom brachte Straßen, Festungen und Disziplin, doch die Pikten überlebten, indem sie ihr Gelände meisterten und sich weigerten, nach den Regeln des Imperiums zu kämpfen. Im großen Kampf um die Kontrolle formte nicht Rom den Norden um, der Norden formte Roms Ambitionen um. Dieses frühe Bild der Pikten ist mächtig, weil es das Rätsel aufbaut, das Jahrhunderte überdauerte. Sie traten in die Geschichte ein als bemalte Krieger am Rand des Imperiums, doch im 9. und 10. Jahrhundert verschwanden sie aus den schriftlichen Quellen, als hätte der Nebel, der sie immer schützte, sie verschlungen. Eine Geschichte, die mit Feuer und Farbe beginnt und in Schweigen endet. Dieses Schweigen verfolgt Historiker seither. Wer waren diese Menschen wirklich? Wie konnte eine so furchterregende und dauerhafte Kultur einfach verschwinden? Die Römer konnten nur mutmaßen, und jahrhundertelang taten wir es auch. Doch dieses Rätsel, das zuerst durch die müden Augen Roms erblickt wurde, sollte nicht ewig verborgen bleiben. 9,4 Rapido. Die Wahrheit in ihren Knochen. Jahrhundertelang versuchten Historiker, das Schicksal der Pikten mit alten Chroniken, zerfallenen Festungen und rätselhaften Steinen zu enträtseln. Doch diese Bruchstücke der Geschichte erzählten nur einen Teil der Wahrheit. Die echten Antworten lagen viel tiefer verborgen, in den Knochen der Menschen selbst. 2017 begann diese Wahrheit endlich ans Licht zu kommen. Eine bahnbrechende DNA-Studie lüftete den Schleier über eines der ältesten Rätsel Schottlands. Indem Wissenschaftler genetisches Material aus piktischen Gräbern in Regionen wie Fife und Easter Ross extrahierten und sequenzierten, stießen sie auf Erkenntnisse, die die Fachwelt schockierten. Die Ergebnisse erklärten nicht nur, wer die Pikten waren, sie stürzten jahrhundertealte Annahmen über ihr Verschwinden um. Die Genome erzählten eine Geschichte, die kein schriftliches Zeugnis je bewahrt hatte. Weit entfernt davon, geheimnisvolle Außenseiter oder Eindringlinge aus vergessenen Landen zu sein, teilten die Pikten eine durchgehende genetische Linie mit den Eisenzeitvölkern, die seit Generationen in Nordbritannien lebten. Ihre Wurzeln reichten tief in schottischen Boden zurück, lange bevor Rom je einen Fuß auf die Insel setzte. Die sogenannten bemalten Menschen waren keine Fremden. Sie waren die ursprünglichen Bewohner, geformt von denselben Landschaften, die ihre Nachkommen noch heute durchwandern. Diese Enthüllung zerstörte die alte Vorstellung von den Pikten als exotischem, verschwundenem Volk. Sie waren in jedem Sinn indigene Schotten. Doch die Überraschungen hörten nicht auf. Jahrzehntelang hielt sich die Theorie, dass das piktische Königtum matrilinear über die weibliche Linie vererbt wurde. Ein System, das man für einzigartig im mittelalterlichen Europa hielt. Doch als die DNA von Individuen aus diesen Gräbern verglichen wurde, erzählte sie eine komplexere Geschichte. Es gab keinen klaren genetischen Beweis für eine ausschließliche Weitergabe durch Frauen. Stattdessen zeigte sich ein viel flexibleres System von Verwandtschaft und Thronfolge. Eines, das nicht in die sauberen Kategorien der Historiker passte. Ganze Theorien über piktische Politik, aufgebaut auf jahrhundertelanger Spekulation, mussten neu geschrieben werden. Die Ergebnisse veränderten auch unser Verständnis des piktischen Einflusses jenseits des Festlands. Frühere Historiker glaubten an eine Massenmigration der Pikten auf die Orkney-Inseln. Die Genetik zeichnete jedoch ein subtileres Bild, keine Massenbewegung, sondern kultureller Einfluss, verbreitet durch Handel, Heiraten und geteilte Ideen, statt Eroberung oder Kolonisation.
Wieder einmal drehte die DNA lange gehegte Annahmen um und ersetzte Mythos durch ein menschlicheres, nuanciertes Verständnis kultureller Verflechtungen. Als die Studie veröffentlicht wurde, fasste eine Schlagzeile die Reaktion perfekt zusammen. DNA-Beweise lösen endlich das Rätsel der schottischen Pikten, Experten sprachlos. Es war keine Übertreibung. Generationenlang galten die Pikten als verschwundenes Volk, ausgelöscht von der Zeit und in Legenden aufgegangen. Doch nun gab die Wissenschaft ihnen ihre Stimme zurück. Der genetische Befund bewies, sie waren nie wirklich verschwunden. Ihre Nachkommen leben in der DNA heutiger Schotten weiter. Ihre Identität verwandelt im Königreich Alba, doch ihre Linie ununterbrochen. Die Auswirkungen dieser Entdeckung reichten weit über Schottland hinaus. Sie zwangen Historiker, neu zu überdenken, was es bedeutet, wenn ein Volk aus der Geschichte verschwindet. Die Pikten waren nicht in Mythen verblasst. Sie hatten sich entwickelt, sich in eine neue nationale Identität eingewoben und dabei ihren unverwischbaren Abdruck hinterlassen. Wie ein Forscher es formulierte: Das schreibt nicht nur die schottische Geschichte um, es verändert, wie wir Geschichte überhaupt denken. Zum ersten Mal waren die Pikten nicht mehr stumm. Ihre Knochen hatten gesprochen, und was sie enthüllten, war demütigend und tiefgründig zugleich. Doch dieser Durchbruch schloss das Buch über die Pikten nicht. Im Gegenteil, er öffnete es weiter als je zuvor. Die Antworten, die 2023 zutage kamen, warfen noch tiefere Fragen auf. Jahrhundertelang hatten Gelehrte das Verschwinden der Pikten als eines der großen ungelösten Rätsel Britanniens behandelt. Heute wissen wir, sie verschwanden nicht. Sie verwandelten sich, verschmolzen mit den Gälen und prägten die Geburt Schottlands. Diese eine Wahrheit formt die Ursprungsgeschichte der Nation neu und beweist, die Pikten waren kein vergessener Zweig der Menschheit, sondern eine lebenswichtige Wurzel schottischer Identität. Waren jene Gravuren heilige Botschaften, Grenz- und Verwandtschaftsmarkierungen oder gar eine Sprache zwischen Diesseits und Jenseits? Die Wissenschaft mag die biologischen Fragen beantwortet haben, die emotionalen und kulturellen Rätsel bleiben offen. Unterdessen stößt die Archäologie weiter an die Grenzen unseres Wissens vor. Laufende Ausgrabungen an Orten wie Tub of North und Burghead enthüllen Siedlungen von atemberaubendem Ausmaß. Protostädte und Paläste, die auf eine Gesellschaft von Architekten, Herrschern und Denkern hindeuten, nicht auf bloße Plünderer am Rand eines Imperiums. Kombiniert man diese materiellen Funde mit genetischen Erkenntnissen, treten die Pikten als Pioniere der frühen schottischen Zivilisation hervor. Erbauer befestigter Zentren, Meister des Handels und Hüter von Traditionen, die die kommende Nation formten. Denn wenn DNA das Rätsel der Pikten lösen kann, wie viele andere verlorene Zivilisationen warten dann noch unter unseren Füßen? Ihre Knochen voller Antworten, die die Geschichte erneut umschreiben könnten. Sie verschwanden nicht wirklich, sie entwickelten sich weiter. Als Alba mit neuem Namen, neuen Herrschern und einer frischen politischen Ordnung aufstieg, wurde die Identität der Pikten in etwas Größeres aufgenommen, in das, was eines Tages Schottland werden sollte. Doch generationenlang wurde diese Verwandlung missverstanden. Der Name Alba wurde aus Zweckmäßigkeit gewählt, denn sowohl die herrschenden als auch die unteren Schichten des Königreichs waren vor allem piktisch-gälisch, später piktisch-gälisch und skotonormanisch. Das steht in scharfem Gegensatz zur Zeit des Hauses Stuart ab 1371, als die Oberschicht vorwiegend Mittelenglisch sprach, das sich später zum Lowland Scots entwickelte. Für Historiker wirkte es, als wären die Pikten farbenfroh und trotzig in die Geschichte eingetreten, bemalte Krieger, die Rom widerstanden, ihre Geschichten in Stein meißelten und stolze nördliche Reiche beherrschten, nur um spurlos zu verschwinden. Mit dem Beginn des Mittelalters war ihr Name aus jeder Chronik getilgt. Diese stille Auslöschung verwirrte Gelehrte jahrhundertelang und machte die Pikten zu einem der rätselhaftesten Geheimnisse der Geschichte. Lange Zeit stützte sich die Suche nach Antworten auf verblasste Manuskripte, zerbrochene Legenden und bloße Spekulation. Doch mit den Jahrhunderten entstanden neue Werkzeuge, Technologien, die über Mythen hinaus in das eigentliche Gewebe der Menschheitsgeschichte blicken konnten. Die Wahrheit über die Pikten kam nicht aus alten Texten oder Gerüchten. Sie kam aus dem Boden selbst, aus den Knochen jener Menschen, die einst ihre Haut bemalten, ihre Steine errichteten und durch die nebelverhangenen Hügel des alten Schottlands wanderten.
Durch Archäologie und DNA-Wissenschaft begann die Geschichte der Pikten Stück für Stück aus dem Schweigen wieder aufzutauchen. Archäologen gruben tiefer, buchstäblich und historisch, und was sie fanden, veränderte für immer, wie die Welt diese vermeintlich verlorenen Menschen sah. Ausgrabungen an Orten wie Rhynie, Tap-on-Noth und in Aberdeenshire wurden zu Durchbrüchen, die alles bisherige auf den Kopf stellten. Die Pikten waren keine verstreute Stämme barbarischer Plünderer, wie römische Chronisten sie darstellten. Sie waren organisiert, wohlhabend und bemerkenswert hochentwickelt. In Rhynie staunten die Forscher. Zwischen Erde und Stein lagen Importwaren aus dem Mittelmeerraum, Fragmente römischer Weinamphoren, feines Glasgeschirr und kunstvolles Metallhandwerk. Das waren keine Besitztümer einer isolierten Gemeinschaft, die im fernen Norden ums Überleben kämpfte. Es waren Symbole einer vernetzten Elitegesellschaft, die Fernhandel betrieb und Zugang zu Reichtum, Kunst und Einfluss hatte. Mittelmeeramphoren, Glasgefäße aus dem Frankenreich, Metallarbeiten mit kontinentalen Stilen. Diese Güter reisten über 1500 Meilen bis ins nordöstliche Schottland, Beweis für elitäre Verbindungen quer durch Europa. Archäologen fanden sogar Spuren üppiger Feste, wie sie Macht und Status demonstrieren sollten. Rhynie war kein vergessener Außenposten, es war ein Knotenpunkt, ein früher Sitz von Autorität, der den Nordosten Schottlands mit der weiteren Welt verband. In der Nähe, bei der alten Hillfort Tap-of-Noth, wurde es noch faszinierender. Lange als bloßes Eisenzeitrelikt betrachtet, enthüllten moderne Vermessungen Fundamente hunderter Strukturen. Eine Bevölkerungsdichte, die für das Frühmittelalter in Schottland außergewöhnlich war. Das war eine organisierte Siedlung städtischen Ausmaßes, keine verstreuten Waldbewohner. Die Entdeckung zeichnete ein neues Bild. Die Pikten als Städtebauer, fähig, große Siedlungen, Arbeitskräfte und Verteidigung zu organisieren, ein Königtum, eine Verwaltung und eine Gesellschaftsstruktur weit über das hinaus, was frühere Historiker für möglich hielten. Weiter nördlich, bei Birkhead Fort an der Moray-Küste, kamen noch verblüffendere Funde ans Licht. Unter den Resten massiver Verteidigungswälle, einer der größten piktischen Festungen, gruben Archäologen seltene Schätze aus, darunter einen atemberaubenden drachenförmigen Ring mit Granat- oder Rotglaseinlagen. Solche Artefakte zeugten von verfeinerter Handwerkskunst und Einflüssen aus dem kontinentalen Europa. Der Stil des Rings entspricht merowingisch-fränkischem Schmuck jenseits des Ärmelkanals. Hinweis auf diplomatische oder Handelsbeziehungen zu kontinentalen Höfen. Das war kein Schmuck eines abgelegenen Volkes, sondern der Zierat einer mächtigen Elite, die mit den kulturellen Strömungen ihrer Zeit im Gespräch war. Stück für Stück verblasste das alte Bild der Pikten als geheimnisvolle Barbaren. An seine Stelle trat etwas viel Größeres, eine Zivilisation von Macht, Kunstfertigkeit und Ehrgeiz. Sie errichteten monumentale Festungen, beherrschten Handelsrouten und hinterließen ein Erbe, das in Stein und Metall gemeißelt war. Die Pikten waren keine Randfiguren am Rand des Imperiums mehr, sie waren eine zentrale Kraft, die das frühmittelalterliche Britannien mitformte. Doch selbst als die Archäologie ihre Welt schärfer ins Licht rückte, blieb eine quälende Frage offen. Was wurde aus ihnen? Die Steine schwiegen, die Chroniken gaben wenig Preis. Jede neue Entdeckung beleuchtete ihr Leben, aber nicht ihr Verschwinden. Um diese Wahrheit zu finden, mussten Forscher zu einer anderen Art von Beweis greifen, etwas älterem, tieferem und intimerem als Artefakte. Die Antwort, so zeigte sich, stand nicht in Stein oder Metall geschrieben, sondern in den Knochen der Pikten selbst. Als die Genetik schließlich in die Geschichte eintrat, lieferte sie nicht nur Erklärungen, sie zerschlug jahrhundertealte Annahmen und schrieb die Ursprünge Schottlands auf eine Weise neu, die niemand erwartet hatte. 8,8 rapido. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.